Simon, schön, dass du da bist. Heute hier im wunderschönen Köln. Ja, schön, dass du hergekommen bist. Ja, gerne, gerne. Weit war der Weg von München, aber er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe es. Das denke ich schon. Wir kennen uns seit Ende letzten Jahres. Wir haben uns in Kapstadt kennengelernt Korrekt. und uns dann auch nochmal auf Koh Phangan in Thailand getroffen. Alles im Rahmen der Vocation von Niklas Steenfahrt. Und ich würde sagen, seitdem haben wir einen guten Kontakt gepflegt. Und all das führt uns heute zu einem spannenden Gespräch, und zwar rund ums Thema KI und wie KI psychologisch uns Da bin ich beeinflusst. jetzt mal gespannt, was du für Fragen stellst und was ich für einen Senf dazugeben kann. Ich nehme an, hochqualitativen Senf kannst du da dazugeben. Ich hoffe es. Und ja, für die wenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich ganz, ganz kurz vor. Du hast einen YouTube-Kanal rund ums Thema Lebensfragen. Du betrachtest es als Psychologe mit deinem Wissen, primär auch aus Studiensicht und immer mehr integriert ins Leben. Jetzt hast du vor nicht allzu langer Zeit einen Meilenstein geknackt. Und zwar hast du die 100.000 Abonnenten geknackt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und da starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage rein. Und zwar das Thema Psychologie. Ich finde es selbst sehr, sehr spannend. Aber bei mir hat es nie so einen wirklichen Funken gegeben, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich will das unbedingt studieren. Mich interessiert bei dir jetzt, was war bei dir der Knackpunkt, wo du gesagt hast, A, ich will es studieren und B, es ist so spannend, dass es mich heute noch dazu bewegt, regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen. Ja. Ja, also ich war erstmal nach dem Abi, wie viele, ziemlich lost. Ich wollte eigentlich ursprünglich Regie studieren und so in die Filmbranche reingehen. Wurde dann von der Filmhochschule abgelehnt und habe mir dann ganz viele Fragen gestellt, ja, was ich jetzt mache, wie ich jetzt sinnvollerweise herausfinde, was ich mache. Habe keine Ahnung, wie viele Persönlichkeitstests gemacht und mir so ja, Podcast-Folgen angeschaut und Reflexionsfragen gestellt. Und insbesondere dann Fragen rund um, ja, was möchte ich mit meinem Leben bewirken? Was möchte ich, dass quasi, ja, wenn ich so zurückschaue, was mein Leben gesagt hat, sozusagen. Und solche Fragen mich mit auseinandergesetzt. Und da sind für mich vor allem zwei wiederkehrende Muster kamen da für mich raus. Und zwar, ich möchte Menschen in irgendeiner Form inspirieren, so zum Aufblühen verhelfen und Atmosphäre kreieren, in der sich Menschen wohlfühlen. Und das waren so zwei wiederkehrende Muster, die mir noch nicht sofort klar gemacht haben, okay, was bedeutet das jetzt für Berufswahl oder Studium oder sowas. Aber es hat mir so einen groben Kompass gegeben. Und ich habe dann auch erst angefangen, Pädagogik zu studieren, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht lerne ich da Inhalte zu vermitteln oder Menschen beim Aufblühen zu verhelfen oder was auch immer. Habe dann schnell gemerkt, das glaube ich jetzt hilft mir nicht so sehr, wirklich der Version von mir selbst, die ich werden möchte, näher zu kommen. Weil es dann viel auch so um Bildungstheoretisches oder, weiß ich nicht, so Bildungssysteme und so weiter ging. Und habe gleichzeitig dann angefangen, im Internet verschiedene Vorlesungen und so weiter anzuschauen, die mich inspiriert haben. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, probiere ich Psychologie, schaue, ob das besser ist. Und habe mich dann da auch wesentlich wohler gefühlt, gleichzeitig angefangen mit dem YouTube-Kanal. Und ja, und das, was mich jetzt bei der Psychologie hält, ist letztlich, würde ich sagen, eigentlich immer noch der gleiche Funke, Menschen in irgendeiner Form inspirieren zu wollen, helfen zu wollen, ja, irgendwie aufzublühen, ein positives, gesundes, bedeutungsvolles Leben zu führen. Und die Psychologie hat da, finde ich, ganz spannende Impulse, weil sie sich mit den Menschen auseinandersetzt. Und du stößt auch auf offene Ohren, muss man sagen. Du füllst mit deinen Videos ganze Fußballstadien. Also es heißt auf jeden Fall, das, was du von dir gibst, wird angenommen, es wird verstanden und ja, übergeordnet vielleicht auch den einen oder anderen zu einem besseren Leben verhelfen. Ohne jetzt zu pathetisch zu werden. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und auch ein super Ansatz, den du da verfolgst. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt heute geklappt hat. Das Thema künstliche Intelligenz. Manche können es überhaupt nicht mehr hören, weil es nur noch in allerlei Schlagzeilen um sich geschossen wird. Dennoch kann man nicht von der Hand weisen, dass es gerade auf dem besten Weg ist, die transformativste Technologie des 21. Jahrhunderts zu werden. Ja. Es ist so, wenn man sich die Daten anschaut, mittlerweile haben wir eine Studie durchgeführt, 88% aller Unternehmen sehen in KI eine
einen Vorteil für ihr Business. 4 von 5 Studenten nutzen generative KI für ihren Arbeitsalltag oder ihren Studienalltag. Und man kann von KI halten, was man will. Es nimmt mehr und mehr Einzug in unser alltägliches Leben. Jetzt ist die erste Frage im Bereich KI an dich gerichtet. Und zwar, wie nutzt du KI heute erstens als Psychologe und zweitens auch als Content Creator? Ja, gut, also bei mir ist Psychologe und Content Creator in dem Fall eigentlich so das Gleiche. Und ich würde sagen, also ich finde das enorm spannend, was da an Entwicklung stattfindet. In gewisser Hinsicht natürlich vieles auch scary, aber so auch für mich als jemand, der Content erstellt, der noch eine Lernplattform für den Psychologie-Aufnahmetest in Österreich betreibt, bietet KI erstmal extrem viel Potenzial und ich bin immer neugierig, mit auszuprobieren, wie das ist für Potenziale, was kann man damit machen. Heißt, ich bin auch, wenn man sich jetzt so die Gesamtstatistiken anschaut, wahrscheinlich Early Adopter, nutze so Sachen wie Claude Code oder sowas, was glaube ich in der Gesamtbevölkerung zumindest die wenigsten verwenden, auch wenn in unserer Bubble das wahrscheinlich schon mehr gang und gäbe ist. Und mache damit ja relativ viel. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen hilft KI mir vor allem dabei, extrem viele Ideen zu generieren. Und ich sehe mich dann meistens in der Aufgabe, Ideen zu selektieren. Ne? Also die KI kann unfassbar schnell, unfassbar viele Ideen raushauen, ob das jetzt halt, keine Ahnung, Videoideen sind oder potenzielle Studien, auch wenn man dann natürlich immer schauen muss, okay, existiert die Studie in der Form dann auch wirklich so, aber so erstmal ganz viele Ideen zu liefern und ich kann dann schauen, ich kann dann im Prinzip die Spreu vom Weizen trennen, was davon ist wirklich stark, was resoniert, was ist fachlich fair oder was ist irgendwie verzerrt und sehe mich dann ein bisschen wie das Sieb, das von der KI quasi so, ne, kommt lauter Zeug und ich filter das dann so ein bisschen. So würde ich mal auf der Content-Seite das beschreiben und parallel bin ich viel am Experimentieren, auch dann jetzt mit Claude Code verschiedene Sachen, also auch meinen eigenen Workflow zu programmieren oder mir die Arbeit zu erleichtern. Zum Beispiel auf der Lernplattform Fragen besser, schneller zu beantworten, Datenbanken von der KI durchsuchen zu lassen, um Zeit zu sparen und effizienter zu sein und solche Sachen. Ja, da bin ich voll bei dir. Du bist auf jeden Fall einer der First Mover, First Adopter rund ums Thema KI, wenn man sich jetzt wieder gesamtgesellschaftlich den Kontext ansieht. Und die Nutzungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, die decken sich auch mit dem Alltag, in dem ich oft unterwegs bin, im Bereich der Unternehmensberatung. Also Rechercheaufgaben, zu gucken, von vielen, vielen unterschiedlichen Signalen zumindest mal einen Teil davon zu bekommen, den dann von KI wiedergespiegelt zu bekommen, um letztendlich dann als Person, als Mensch die wirklichen Gold Nuggets herauszuziehen und dann die Studien zu identifizieren, die auch wirklich relevant sind. Ja. Das hilft extrem viel und Coding natürlich auch. Also was es da allein schon für Vorteile gibt rund ums Thema Programmieren von den Datenbanken oder auch das Analysieren von bereits existierenden Strukturen und wie man die besser machen kann. Ja. Da gibt es einige Benchmarks aus den USA primär, die jetzt schon zeigen, dass das auf einem Niveau ist, das einem Doktoranden ebenbürtig ist. Ja. Und das ist schon erstaunlich, ja. Das ist also auch ein Punkt, um das anzufügen, bei meinem YouTube-Kanal, glaube ich, auch, was ich jetzt halt mit KI mache und vorher aber gar nicht die Ressourcen gehabt hätte, weil das ultra aufwendig gewesen wäre, eben auch Daten zu analysieren und auszuwerten, zu schauen, was unterscheidet bei mir Videos, die auf viel Resonanz stoßen, von Videos, die auf weniger Resonanz stoßen und dadurch auch selber immer ein besseres Gespür dafür zu bekommen, welche Art von Videos auf Anklang stoßen und welche nicht und da mehr in die Muster reinzugehen, die mit Leuten tatsächlich resonieren. Und vorher habe ich da einfach weniger analysiert, weil es zu viele Daten gab, aber extrem viele Ressourcen gekostet hätte, sich das wirklich anzuschauen. Und das wird jetzt wesentlich einfacher beispielsweise. 100%. Und es wird auch immer mehr. Das ist meine Hypothese. Es wird immer mehr integriert von den großen Technologiekonzernen. YouTube ist ja Teil von Google. Und da sieht man dann auch schon immer mehr, wie integriert die KI bereits da vorhanden ist. Ich habe mir vor 3 Tagen ein Thumbnail erstellen lassen innerhalb des YouTube-Creators. Ah, echt? Ja,
Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Das wusste ich noch gar nicht. unterhalb des Thumbnails, also es muss vielleicht 72 Stunden erst live sein oder 48, Krass. da dann basierend von YouTubes Algorithmus ein Thumbnail erstellen zu lassen. Und ich muss sagen, das lief erstaunlich gut. Krass. Der Prozess war das YouTube-Video wurde gescreent, es wurden die stärksten Teile des Videos identifiziert und davon wurde dann ein Bild gemacht. Ja, krass, okay. Ja, interessant. Hat das dann eins generiert, ein Thumbnail oder mehr? 2 Varianten. Okay. 2 Varianten, das zweite war Blödsinn, Mhm. aber das erste, das war wirklich, wirklich gut und es hat auch dann beschrieben, warum es funktioniert. Mhm. Vorher war der Prozess dass ich das beste KI-Bildgenerierungsmodell identifiziert habe, indem ich auf Arena AI gehe. Da werden alle Large Language Models kategorisiert nach den Best Performancen für ein jeweiliges Projekt, das man hat. Mhm. Und jetzt werde ich aber das von Google nutzen, weil die Hypothese ist, dass die natürlich wissen, was der YouTube-Algorithmus präferiert. Mhm. Macht Sinn, ja. Ja, interessant. Ja. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Wir delegieren Recherche. Wir delegieren teilweise kreative Aufgaben. Es gibt in der Wissenschaft einen Begriff dafür, der heißt Cognitive Offloading. Also letztlich einfach nur Aufgaben rund um Entscheidungen, rund um Analyse, rund um teilweise auch Rechenaufgaben, die wir abgeben an künstliche Intelligenz. Jetzt stellt sich mir die Frage, was macht das mit uns? Haben wir jetzt dadurch einen Muskel, unser Gehirn, das abnimmt, weil es nicht mehr trainiert wird auf diese Aufgaben? Oder nutzen wir das Gehirn jetzt für andere Aufgaben? Ja, gute Frage. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich da die ultimative Antwort drauf habe. Am Ende ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, auch wenn ich jetzt bei mir selber beobachte, primär sagen würde, dass manche Muskeln weniger benutzt werden und andere dafür mehr, ne? Also, um das jetzt aufzugreifen, was ich gerade gesagt habe, bin wahrscheinlich schlechter darin als noch vielleicht vor 1, 2 Jahren oder sowas, wo KI noch nicht so ein Thema war, im Ideen generieren, weil ich das größtenteils jetzt mit LLMs mache, dass die einfach ganz viele Ideen generieren. Und jetzt kreativ zu brainstormen, ja, das ist eine Aufgabe, die mir selbst wahrscheinlich jetzt halt wesentlich schwerer fallen würde. Gleichzeitig werde ich vermutlich dadurch, dass ich irgendwie häufiger dann diese Selektionsaufgabe übernehme, vielleicht besser darin, gute von schlechten Ideen zu unterscheiden und zu selektieren. Also ich glaube, ein Stück weit verschiebt sich's. Es verschiebt sich teilweise auch auf eine, in meinem Fall auch so auf eine höhere Ebene, ne? Also und ja, also ich glaube, dass es sich primär verschiebt. Teilweise würde ich sogar sagen, jetzt zum Beispiel im Bereich Coding, wo ich selbst eigentlich gar keine Erfahrung habe, dadurch, dass KI da, ja, also man da so ein extrem starkes Tool hat, lernt man auch spannende Sachen dazu. Also es ist ein bisschen, in der Psychologie gibt es den Begriff Lernen am Modell. Ne? Also wir lernen durch Beobachtung, indem wir andere Menschen beobachten und dadurch eignen wir uns selber Skills an, die wir bei anderen sehen. Ja. Und ich glaube, ein Stück weit zumindest findet sowas auch bei KI statt, dass wir der KI zuschauen, okay, wie geht die jetzt halt ein bestimmtes Problem an oder ein Tool, das es entwickelt. Und dadurch lernen wir enorm dazu auch. Ich höre durch die KI, auch obwohl ich jetzt 5 Jahre Psychologie studiert habe, dadurch immer wieder von aktuelleren Studien, die es zu einem Thema gibt und so weiter und so fort, als ich es jetzt halt im Kopf hätte von vor, weiß ich nicht, dann vor 3 Jahren oder was, wo ich die letzten Vorlesungen zu dem Thema gehört habe, wo die Professoren natürlich dann auch wieder ein bisschen verzögert an den Wissensstand quasi sind, oder manche sind vielleicht aktueller, manche weniger aktuell. Also ich sehe es nicht schwarz-weiß, ich glaube, es findet beides statt. Findet statt, dass wir einfach wirklich den Denkmuskel in gewisser Hinsicht weniger benutzen, und gerade Sprache ist natürlich auch etwas, was uns im Denken extrem formt oder schult oder eigentlich fast gleichzusetzen ist mit dem Denken selbst. Ja. Also wird auch spannend, was sich da wirklich zeigt in der Zukunft. Und gleichzeitig bei mir selber würde ich eher sagen, dass es eine Verschiebung ist. Wobei natürlich auch die Frage ist, ich meine, ich bin jetzt in der Lage, ich habe mir selbst ganz konventionell natürlich Psychologie auch angeeignet über das Studium und so weiter und so fort. Die KI kam erst so im
Nachklang oder so am Ende des Studiums, wie das jetzt bei Leuten ist, die vielleicht dann diesen Weg nicht gegangen sind und quasi eine Ebene überspringen, ob das da nochmal anders ist. Ja, weiß ich nicht, ne? Ja. Oder auch wie man Bildung heute denken muss in Zeiten von KI, sind schwierige Fragen. Das sind sehr schwierige Fragen und ich stelle die These auf, dass wir die heute noch gar nicht beantworten können. Ja. Ich glaube, man muss das erst beobachten, man muss erst gucken, wie sich das entwickelt und das dann vergleichen mit vergangenen Zeiten ohne KI, wie da die Performance eines individuellen Schülers oder einer individuellen Schülerin ist. Ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Was ich mir merke, ist das Thema Lernen am Modell. Das fand ich sehr interessant. Ich habe noch ein sehr relevantes Buch im Kopf von Aebli, der differenziert zwischen formellem und informellem Lernen und dass ein ständiger Wechsel zwischen diesen beiden immer gegeben sein muss, um die bestmöglichste Lerneffizienz zu haben. Also letztlich hilft es nichts, nur ein Buch zu lesen und alles in der Theorie zu können, ohne es anzuwenden. Gleichzeitig hilft es aber auch nicht, alles nur in der Praxis zu machen, aber nie die Theorie zu verstehen. Ja, macht Sinn. Ja, es ist sehr vereinfacht, aber in der Theorie, in der Lerntheorie ist das der effektivste Weg, Stand 2026, wie man lernt. Und was wäre jetzt dein Gefühl oder was ist deine These, wie sich KI auf diese zwei Lernformen auswirkt? Also haben wir dann, weiß ich, mehr formelles, aber weniger informelles Lernen oder andersrum? Oder? Das ist eine gute Frage. Also das Thema Cognitive Offloading beinhaltet ja das theoretische Wissen in das formelle direkt überzugeben. Also letztlich werde ich im ersten Impuls beides erstmal negativ bewerten, weil ich setze mich jetzt mit der Materie, zum Beispiel einem Buch über Python, setze ich mich nicht mehr im Detail auseinander, sondern ich nehme das ganze PDF und schmeiße es in Claude rein, damit Claude versteht, das ist Best Practice im Bereich Python Coding. Ja. Das heißt, mir geht das formelle Lernen flöten und das informelle Lernen geht mir dahingehend flöten, dass ich es ja selber nicht mehr mache. Ich chatte dann mit Claude und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist im ersten Schritt ja nur das Bereich Lernen am Modell. Ich beobachte, wie es funktioniert. Ich kann ja sehen, was im Code geändert wurde. Und das mag auf jeden Fall für so eine Situation, in der wir sind, stark von Vorteil sein, weil wir haben die Grundlagen ohne KI kennengelernt. Ja. Du kannst psychologisch 5 Jahre auf ein erfolgreiches Studium zurückblicken, größtenteils ohne KI und ich auch, nicht Psychologie, aber Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich glaube, diese Grundlage braucht man, um mit KI wirklich den Mehrwert zu generieren. Vielleicht, ja, aber gleichzeitig, ne, ich meine, jetzt wenn ich mir den Bereich Coding anschaue, dann würde ich auch trotzdem, also ja, ist die Frage, also würde ich trotzdem sagen, ohne jemals Coding-Erfahrungen gesammelt zu haben oder mich damit groß auseinandergesetzt zu haben, ne, ich meine, da habe ich jetzt diese Ebene quasi wie übersprungen und habe einfach dann direkt angefangen, da mit KI irgendwelche Sachen zu programmieren. Ich habe vielleicht eine andere Form von Wissen, die schon vorher existiert. Ne? Natürlich, dass ich mit vielen Produkten interagiert habe und beurteilen kann, was fühlt sich da irgendwie stimmig an. Aber ja, also ich glaube, es gibt da keine Schwarz-Weiß-Antwort irgendwie, ne? Sondern hängt wahrscheinlich wirklich vom Anwendungsfall an und wir bauen wahrscheinlich in gewisser Hinsicht in manchen Bereichen definitiv ab und in anderen ja, nutzen wir einfach ein extrem starkes Tool, das einfach uns befähigt, verschiedene Sachen zu machen, die wir vorher nicht machen konnten. 100%. Und die letztliche Frage ist ja dann auch die man sich stellen muss, was ist mein Ziel? Will ich jetzt hier was lernen oder will ich hier einfach nur Output generieren? Und beim Lernziel muss man natürlich ganz genau hingucken, was delegiere ich, was ist einfach nur Cognitive Offloading und wo will ich aber wirklich was rezipieren und das formelle und informelle Lernen anwenden. Und beim zweiten Output ist es wirklich die Frage, ob ich mich überhaupt mit einem der beiden Varianten wirklich auseinandersetzen will oder soll. Ja, macht Sinn. Simon, jetzt kommen wir in dein absolutes Expertengebiet rein, und zwar das Thema Beziehungen. Ich habe einige Freunde, die führen lange persönliche Gespräche mit künstlicher Intelligenz. Das geht so weit, dass man jetzt etwas Flaps sagt, ich zeige dir eher meinen Google-Browser-Verlauf wie meinen ChatGPT-Verlauf, weil man solche intimen Daten mit künstlicher Intelligenz teilt. Und ich stelle mir die Frage, A, ist das überhaupt gerade eine gute Entwicklung, ohne Menschen diese Themen zu besprechen? Und B,
geht uns hier irgendwas verloren, wenn wir nicht mehr diese Themen mit Menschen besprechen, sondern mit Maschinen? Ja, gute Frage. Ähm, Auch hier würde ich sagen, sehe ich es nicht schwarz-weiß. Also ich glaube, ich finde es da schwierig, wo KI wirklich ein Ersatz für den menschlichen Kontakt und menschliche Gespräche wird, wo man ja, einfach 'ne keine Ahnung, letztlich das menschliche Bedürfnis nach Verbindung, auch sich gedanklich zu sortieren, indem man das mit Freunden und so weiter bespricht. Wenn man das los wird, da ist KI einfach kein adäquater Ersatz, ne? Also, KI kann keine menschliche Beziehung ersetzen. Und gleichzeitig würde ich sagen, auch aus eigener Erfahrung kann KI schon in vielerlei Hinsicht helfen, Gedanken zu sortieren, zu strukturieren, ob das jetzt im Bereich Beziehungen oder in irgendeinem anderen Bereich ist. Und auch Gedanken der anderen Perspektive so ein Stück weit nachvollziehen, weil KI einfach, ne, mit extrem viel Daten, mit extrem viel unterschiedlichen Perspektiven, ähm, gefüttert ist. Also ich erinnere mich an eine Fahrradtour, die ich mit meinem Bruder gemacht habe. Da waren wir an der, französischen, Grenze deutsch-französische Grenze und haben da mit auf der deutschen Seite mit dann der Hotelbetreiberin geredet, die irgendwie in so einem Nebensatz gesagt hat: „Ja, irgendwie die Französen, die mögen wir irgendwie nicht so gern.“ Und wir fanden das beide: okay, interessant“, aber haben uns irgendwie nicht ganz getraut, dann in der Situation nachzufragen und haben uns dann aber im Nachhinein gefragt: „Hey, was steckt denn da eigentlich dahinter? Warum mögen die hier Grenzbewohner jetzt die Franzosen auf der anderen Seite nicht, obwohl die doch so nah beieinander, sitzen?“ Mhm. Und dann haben wir da die KI gefragt und gesagt: „Ja, wir haben jetzt gerade hier mit so einer Hotelbetreiberin geredet und, die hat gemeint, ja, die mögen die Franzosen irgendwie nicht und, keine Ahnung, was steckt da eigentlich dahinter? Warum entsteht da bei vielen Leuten in der Grenzregion irgendwie diese Perspektive? Und dann hat die KI dann natürlich eine sehr ausführliche und interessante Antwort gegeben, mit durchaus nachvollziehbaren Gründen, die ich jetzt nicht perfekt reproduzieren kann, ähm, aber ja, keine Ahnung, ne? Also mit von Sprachbarriere über das, keine Ahnung, dann die einen auf die andere Seite kommen, weil da günstigere Produkte es gibt oder Arbeitsstellen, dann nehmen die das eine dem anderen weg und in der anderen Richtung ist es dann aber ähnlich oder umgekehrt und deswegen ist dann in so Grenzregionen spürt man die Spannungen zwischen den Leuten oftmals besonders stark. Und das ist jetzt ein Beispiel, das, ne, mit, wie soll ich sagen, jetzt nicht die persönlichste Beziehung unbedingt ist von so einer Frau zu den anderen Franzosen, aber auf eine ähnliche Art und Weise, würde ich sagen, kann KI einem auch in persönlichen Beziehungen durchaus helfen, wenn man, ne, das schildert, die Situation, die Lage, die andere Perspektive einem klarer zu machen, das für einen besser einzusortieren und dadurch letztlich, ja, vielleicht sogar mehr Empathie, mehr Verständnis für das Gegenüber zu, entwickeln. Ähm, ja, Oder? deswegen, würde ich sagen, ja, auch da würde ich sagen, es ist nicht schwarz-weiß. Es ist immer eine Frage dessen, wie man es einsetzt. 'N Ersatz, wie gesagt, finde ich nicht gut, wenn es einem dabei hilft, die Perspektive des Gegenübers, besser nachzuvollziehen. Ja, einfach auch einen vielleicht selbst zum Nachdenken anregt, weil man sich hinsetzt und, ne, drüber reflektiert, was vielleicht viele, ne, also, äh, stattdessen gar nicht machen würden. Bei manchen ist es 'n Ersatz für Freunde und manche da wäre die Alternative, dass sie sich gar nicht hinsetzen und mit solchen Fragen auseinandersetzen und Guter dann ist die Punkt. KI vielleicht, besser als gar nix. Ja, Ein also guter Punkt, ja. Also wie du schon sagst, man kann das nicht schwarz-weiß sehen. mhm, Es gibt da viele Fallbeispiele. In dem Beispiel, was du genannt hast, hat es ja letztendlich dir und deinem Bruder geholfen, die Person besser zu verstehen. ja, Es hat für mehr Verständnis ja, gesorgt, dadurch, dass du eine Maschine gefragt hast, ja, was diese menschliche Interaktion überhaupt gerade war. ja, Ich würde die These aufstellen, dass wenn die KI nicht da gewesen wäre, dieses Verständnis nicht da ist. Also ja, man du bist hätte einfach irritierend ganz gewesen. genau, man wäre dumm gestorben in dem Sinne. Also da hätte man das dann nicht erfahren. Das heißt, es hat da einen Vorteil gebracht. Ja, Auf der anderen Seite hat man jetzt auch immer mehr beobachtet, dass LLMs, vor allem die von OpenAI, immer tendenziell zustimmend arbeiten mhm, und immer sagen, ja, das passt schon, das ist alles fein, wie du es machst, mhm, was dann auch wieder
wieder schwarz-weiß, nicht ideal ist in jeder Lebenslage. Ja. Es ist letztendlich ein sich ständig entwickelndes Feld. Es ist ein spannendes Feld. Mhm. Ich glaube, da wird sich noch in den nächsten 6 Monaten sehr, sehr viel tun. Die Mhm. größten Anbieter der Welt gehen jetzt auch an die Börse, wo nochmal ganz, ganz anderer Wind herrscht. Mhm. Thema Anthropic, die Claude machen, OpenAI wird auch mehr und mehr in das Thema rein investieren. Und da wird dann auch das Thema Psychologie nochmal forcierter. Wie nutze ich Large Language Models in Gesundheit, in Recht, in psychologischen Fragestellungen? Es Mhm. bleibt ein dynamisches Feld und ich glaube, wir könnten uns stundenlang über das Thema unterhalten. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest an eine Person, die sehr, sehr viel und sehr intensiv künstliche Intelligenz nutzt, was wäre das? Mhm. Ja, wahrscheinlich ein bisschen zusammenfassend Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben. Also, KI sollte nicht ein Ersatz für, menschliche Bedürfnisse sein, die wir über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg auf eine andere Art und Weise gestillt haben, ne? Also, soziale Beziehungen allen voran. Aber ja, ich meine, im Prinzip ist ein ähnliches Thema wie mit Social Media oder KI oder was auch immer es ist. Wenn es dafür sorgt, dass wir unseren natürlichen menschlichen Bedürfnissen weniger nachgehen, dann ist es nicht hilfreich, ne? Heißt, weniger Zeit in der Natur, weniger Sport machen, weniger Zeit mit engen Freunden zu verbringen und auch die Reibereien von echten menschlichen Beziehungen auszuhalten. Ja. Ja, also wenn man beobachtet, okay, da wird KI für mich ein Ersatz dafür, würde ich sagen, pass auf und schau, dass du lieber den Weg gehst, den wir über die letzten Jahrtausende auch gegangen sind. Und da, ne, also so die Tendenz zu Back to the Roots. Ja. Und gleichzeitig leben wir in einer extrem spannenden und aufregenden Zeit. Und ich würde auch jeden ermutigen, mit KI zu experimentieren und ja, da ja, auszuprobieren. Was kann man damit machen? Wo hilft mir das? Wo hilft mir das nicht? Gerade auch, wenn man, ne, also irgendwie für den Arbeitsmarkt der Zukunft, wie auch immer der aussehen wird, gewappnet sein möchte, dann ist KI und der Umgang damit einfach der Skill schlechthin, den man wahrscheinlich beherrschen muss. Und deswegen würde ich jetzt auch niemandem abraten, KI zu verwenden, sondern ja, zu schauen, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn. Vielen herzlichen Dank. Das waren gute Schlussworte. Simon, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Bis dann.